Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den Zwergspitz zusammen mal etwas genauer an. Wenn Ihnen das Video gefällt, dann lassen Sie doch ein Like da oder auch gleich ein Abo. Und los geht's mit unserem Zwergspitz. Spitze waren in den vergangenen Jahrhunderten über ganz Mitteleuropa verbreitet. Und es gab wohl früher kein Gehöft oder Fuhrwerk, das nicht einen Spitz als Wächter aufzuweisen hatte. Je nach Art der Aufgabe gab es auch immer den dafür passenden Größenschlag. So wurden beispielsweise die großen Wolfsspitze vornehmlich auf den Gutshöfen eingesetzt, während die kleinen Spitze als Fuhrmannsspitze auf dem Bock durch die Landen kutschiert wurden. Der beliebteste Fuhrmannsspitz war der schwarze Zwergspitz, auch als Mannheimer Spitz bekannt. Der war durchaus berüchtigt als sehr scharf und sehr wachsam. Und das war auch gut so, denn wenn der Kutscher dann nach Feierabend noch irgendwo gemütlich einkehrte und sich ordentlich den Helm lackierte, brauchte der sich keine Sorgen machen, dass ihm jemand was klaute. Sein kleiner Mannheimer überwachte nämlich das Pferd, den Wagen und den Bauern sehr nachhaltig. Früher unterschied man übrigens nur zwischen großem und kleinem Spitz. Große Spitze waren Wolfsspitze und Großspitze, alles andere war Zwergspitz, so nannte man nämlich damals alle kleinen Spitze. Der Zwergspitz musste immer voll und ganz dem großen Spitz entsprechen. Er sollte sozusagen das verkleinerte Ebenbild des großen Spitzes sein und unterschied sich von ihm lediglich durch seine Kleinheit. Den weißen Zwergspitz empfand man damals als am schönsten und am edelsten. 1922 wurden die Zwergspitze dann in Kleinspitze umbenannt, Gründe unbekannt. Vielleicht gefiel schlicht der Name nicht mehr, denn im Begriff Zwerg schwingt ja für manche durchaus etwas Degeneriertes bzw. Missgestaltetes mit. Erst 1974 taucht der Zwergspitz wieder auf. Bis dahin gab es immer nur den einen kleinen Spitz, der erst Zwergspitz und dann Kleinspitz genannt wurde. Wo auch immer die Zwergspitze auftauchten, sie fanden sofort Freunde. So auch in England. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts kamen die ersten Zwergspitze durch Prinzessin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz nach England. Charlotte war die Ehefrau des englischen Königs George III. In England taufte man die Kleinspitze dann in Pomeranian um, was jedoch ihre deutsche Herkunft nicht verbirgt, denn der Name weist auf das deutsche Land Pommern hin. Die Liebe zum Spitz lag dem englischen Königshaus wohl im Blut, denn auch 100 Jahre später züchtete inzwischen Charlottes Enkelin, Victoria, noch immer Pomeranians. Am bekanntesten ist wohl ihr Lieblingshund Windsor Marco, den sie 1888 aus Florenz mitbrachte. Marco war deutlich kleiner als der gewöhnliche englische Pomeranian und sorgte für wahre Begeisterungsstürme auf den Ausstellungen. Durch ihn stieg nicht nur die Beliebtheit der Pomeranians in England massiv an, sondern auch die Vorliebe für die eher kleinen und zarten Rassevertreter. Nach und nach wurde der Pomeranian daher immer filigraner gezüchtet und verdrängte schließlich den großen, altmodischen Pomeranian. Von England aus eroberten die Zwergspitze schließlich die USA. Ihr Ruhm währte dort allerdings nur kurz, denn ab den späten 1870er Jahren fiel vor allem der weiße deutsche Spitz in den USA in Ungnade. Der Auslöser dafür war ein Bericht, der 1876 in der New York Times erschien und der den weißen Spitz als maßgeblichen Verbreiter der Tollwut in den USA brandmarkte. Mit diesem Artikel begann eine völlig irre Hexenjagd auf den Spitz, der zu dieser Zeit unter anderem als eins der 4 gefährlichsten Tiere in den USA galt. Diese Hexenjagd gipfelte darin, dass man fast 800 Hunde im Hudson River ertränkte. Erst Königin Victorias öffentlicher Einsatz für die Rasse beendete diesen Wahn. Schließlich konnten erstmals im Dreikaiserjahr 1888 deutsche Spitze beim American Kennel Club registriert und auf Hundeausstellungen ausgestellt werden. Rasend schnell wurde der Zwergspitz daraufhin in Amerika populär und ist es bis heute geblieben. Der Zwergspitz ist quasi die Taschenausgabe seiner großen Vettern und entspricht ihnen daher auch vom Wesen her. Trotz seiner Kleinheit ist er ein ganzer Hund und wie ein ganzer Hund bewegt er sich gern und ist durchaus unternehmungslustig. Er liebt lange Spaziergänge und möchte nicht den ganzen Tag wie eine Puppe herumgetragen werden. Geeignet ist er für aktive, selbstbewusste Menschen, die den kleinen Dickkopf zu schätzen und zu nehmen wissen. Der Zwergspitz ist durchaus gut erziehbar, allerdings nur mit Konsequenz und auf Augenhöhe, denn ein Spitz ist ein Spitz, egal wie groß oder klein er ist. Auch ist er wie alle deutschen Spitze ein absolut zuverlässiger Wächter und daher sollte er auch wachen dürfen. Apropos Wachen, auch der Zwergspitz ist kein Kläffer, aber natürlich bellt er. Und das durchaus gern und auch mal aus reiner Lebensfreude. Mit geeigneter Erziehung kann man das Bellen durchaus in Bahnen lenken. Leider wird gerade bei den kleinen Spitzen dieser Teil der Erziehung gern vernachlässigt, was nicht gerade hilft, wenn man versucht, gängige Klischees gegenüber dem Spitz zu entkräften.
Zwergspitze sind wunderbare kleine Hunde. Sie sind selbstbewusst, lustig und intelligent und machen ihre Menschen durch ihre Zugewandtheit sehr glücklich. Und da sie vor Selbstbewusstsein auch ziemlich strotzen, sollte auch ihr Mensch durchaus selbstbewusst sein und sich nicht für dumm verkaufen lassen. Denn der Zwerg ist ziemlich schlau und frech wie Oskar, sodass man frei von der Leber weg behaupten kann, je kleiner der Spitz, umso kesser. Wie schon gesagt, Zwergspitze sind die Miniaturausgaben der großen Spitze und sollten auch so aussehen. Wie die Großen bestechen sie durch ihr auffälliges, voluminöses Fell mit der Löwenmähne, aus der keck der fuchsartige Kopf hervorschaut. Wie alle Spitze ist auch der Zwergspitz quadratisch gebaut und soll im Prinzip wie ein lustiger Muff auf Beinen aussehen. Kühn trägt er seine prächtige Ringelrute wie eine Bommel auf dem Rücken. Sein doppeltes Fell besteht aus festem, abstehendem Deckhaar und wattiger Unterwolle und schützt ihn vor Kälte, Hitze, Nässe und Verletzungen. Es wird niemals bis auf wenige Millimeter heruntergeschoren, denn das Fell verliert dann seine Schutzfunktion. Man sollte bei der Anschaffung des Zwergspitzes darauf achten, dass dieser aus guter Zucht stammt. Ein verantwortungsvoller Züchter wird Ihnen einen langlebigen, gesunden und durchaus widerstandsfähigen Zwergspitz verkaufen, der mit Qualzucht absolut nichts zu tun hat, denn nicht jeder Zwergspitz ist automatisch eine Qualzucht. Ab ca. 1970 wurden die ersten Pomeranians vom Züchter und Richter Joachim Weinberg nach Deutschland importiert. Da mit der Zeit mehr und mehr Tiere aus dem Ausland nach Deutschland kamen, wollte der Verein für Deutsche Spitze verhindern, dass diese von der Konkurrenz betreut werden. Daher wurde der Rassestandard des Deutschen Spitzes im Jahre 1974 um die Varietät Zwergspitz erweitert, um nämlich den kleinen Pomeranian mit in den Standard integrieren zu können. Zum ersten Mal, seit schon immer, gab es nun zwei kleine Spitzvarietäten, den kleinen Kleinspitz und den ganz kleinen Zwergspitz. An sich fand man die damaligen Pomeranians, die so aus dem Ausland kamen, gar nicht mal so gut. Man störte sich an der zu hohen Rutenerhaltung, an den zu kurzen Schnauzen und an den Apfelköpfen. Auch mit der Fortpflanzung hatten viele der Pomeranians Probleme. Sehr deutlich benannte man die Probleme damals seitens des Vereins für Deutsche Spitze. Zwerg ist nicht gleich Gnom. Auch die Pomeranians müssen dem verbindlichen FCI-Standard entsprechen und ganz spitz sein. Wesensschwache Tiere sind nicht das Ziel der Zwergspitzzucht. Auch hatte man im Verein damals den durchaus offensichtlichen Verdacht, dass im Ausland Chihuahuas und Pekinesen in den Zwergspitz eingekreuzt worden waren, um das gewünschte puppenhafte Aussehen der Hunde zu erreichen. Daher wurden Verpaarungen von Zwergspitzen aus deutscher Zucht mit den Import-Pomeranians vorerst verboten. Auch 15 Jahre später war die Begeisterung immer noch sehr verhalten. Man störte sich unter anderem daran, dass die Pomeranians so ganz anders waren als die Spitze aus deutscher Zucht. Man wollte den Pomeranian damals sogar wieder aus dem deutschen Spitz ausgliedern. Der Pomeranian sollte als eigene ausländische Rasse gelten, so wie der Japanspitz oder der Volpino Italiano. Das ganze Vorhaben verlief allerdings im Sande. Offiziell gelten Pomeranian und Zwergspitz als eine Rasse, aber sie sind es nicht. Es sind eigentlich zwei Hunderassen, die lediglich die gleichen Vorfahren miteinander teilen. Über 100 Jahre waren die Zuchtlinien des Pomeranians und des deutschen Zwergspitzes räumlich voneinander getrennt. Diese räumliche Trennung verursachte eine sogenannte Gendrift, also eine Veränderung der Genetik der betreffenden Linien. Der heutige englische oder amerikanische Pomeranian weist also eine andere Genetik auf als der Zwergspitz aus deutscher Zucht. Auch die Schwerpunkte in der Zucht sind unterschiedlich. Während auch die kleinsten Spitze bei uns noch relativ lange auf typische Spitzeigenschaften gezüchtet wurden, wird der Pomeranian im Ausland seit Jahrzehnten ausschließlich als Show- und Begleithund gezüchtet. Dadurch hat er nach und nach seinen Charakter, sein Aussehen und sogar seine Genetik verändert und sich eindeutig von seinem deutschen Vetter abgespalten. Sicherlich gibt es immer mal Ausnahmen, aber die bestätigen ja nur die Regel. Dass es sich beim Zwergspitz und beim Pomeranian nicht um eine einzige Hunderasse handelt, zeigt auch die Tatsache, dass die Einkreuzung des Pomeranians auch unübersehbare Auswirkungen auf den Kleinspitz und den Mittelspitz hier in Deutschland hatte. Da nämlich einst die englischen Vorfahren des Pomeranians um einiges größer waren als der moderne Pom, ist diese alte Größe nach wie vor in den Genen der Hunde verankert. Hin und wieder fällt daher in den Würfen von Zwergspitzzüchtern ein sogenannter Throwback Pomeranian, ein Hund also, der wesentlich größer ist, als ein Zwergspitz bzw. Pomeranian eigentlich sein sollte. Diese übergroßen Tiere schrieb man früher dann einfach zu Kleinspitzen oder zu Mittelspitzen um, je nachdem wie groß der Throwback Pomeranian halt war.
Auf diese Art gelangte der Pomeranian in die Klein- und Mittelspitzpopulation und veränderte bzw. verwässerte den Typ der beiden doch ziemlich, und zwar sowohl in der Optik als auch im Wesen. Aktuell gibt es daher nicht wenige deutsche Spitze, die zwar die Größe eines Kleinspitzes oder gar eines Mittelspitzes haben, aber vom Typ her doch eher wie ein Großpomeranian aussehen. Leider wurde der deutsche Zwergspitz im Laufe der Zeit fast komplett vom Pomeranian verdrängt. So läuft es ja bedauerlicherweise immer, sobald ausländische Spitzrassen in unsere deutsche Spitze hineingezogen werden. Das kennen wir ja auch bereits vom Keeshond oder auch vom American Eskimo Dog. Denn wenn verschiedene Zuchtrichtungen einer Hunderasse bzw. eines Größenschlags auf Ausstellungen miteinander konkurrieren müssen, also zum Beispiel ein Zwergspitz mit einem Pomeranian zusammen im Ring steht oder ein Wolfsspitz mit einem Keeshond, dann zieht über kurz oder lang immer einer den kürzeren. Und leider ist es in der Regel unser kerniger deutscher Spitz, der dann in die Röhre schaut.